Danganronpa. Eine Reihe von Mystery Visual Novels, welche ich im Hinblick auf die Anzahl an Empfehlungen, die mir nur so ins Gesicht geworfen wurden, einfach spielen musste. Mir wurde eine Story voller Verzweiflung versprochen, abgedrehte Charaktere und Plot-Twists, die mich komplett vom Hocker hauen werden. Und naja, was soll ich sagen? Verzweiflung habe ich insofern bekommen, als dass jedes zweite Wort im Spiel Verzweiflung war. Abgedrehte Charaktere gab es auf jeden Fall mehr als genug. Leider fand ich sie zum Großteil einfach nur nervtötend und durch ihre Abgedrehtheit je zu sehr auf ihren einen Trope fixiert und Plot-Twists. Naja, auf einem Hocker hätten sie mich vielleicht gehauen, aber leider hat mein Stuhl Rücken- und Armlehnen, was im übertragenen Sinne wohl damit zusammenhängt, dass ich, im Gegensatz zu Leuten, welche die Story von Danganronpa ernsthaft als gut empfunden haben, bereits Erfahrungen mit tatsächlich guten Mystery-Stories gemacht habe. Nachdem ich das Ende des ersten Danganronpas dann erreicht hatte, war ich von diesem so enttäuscht wie lange nicht mehr. Aber Toasty, mögt ihr jetzt sagen, wenn dir das Spiel nicht gefallen hat, wieso hast du dann trotzdem die gesamte Trilogie gespielt? Und naja, ganz einfach. Obwohl ich storytechnisch auf so ziemlich jeder Ebene enttäuscht wurde, hatten die einzelnen Kapitel in sich geschlossen immer noch interessante Mordfälle, die mich trotz schwankender Qualität durchaus überraschen konnten. Genauso konnten mich die Charaktere vielleicht nicht mit ihrer Komplexität oder den durchdachten Entwicklungen überzeugen, aber die aus ihren Tropes resultierenden, oft absolut lächerlichen Dialoge konnten mich zumindest mit ihrem stumpfen Humor stets gut unterhalten. Somit habe ich, obwohl mich die Auflösung voll und ganz enttäuscht hat, trotzdem noch den Rest der Reihe gespielt. Und nach habe ich gemerkt, dass Danganronpa durchaus in einigen Bereichen scheint, was besonders durch das sehr kontroverse Ende von V3, dem letzten Teil der Trilogie, mehr als deutlich wurde. Viele Fans der Reihe sind der Meinung, dass dieses überhaupt nicht zu Danganronpa passt, dass es offensichtlich ist, dass den Writern einfach nichts mehr eingefallen ist und sogar, dass es nachträglich die Story der gesamten Reihe zerstört. Warum ich das vollkommen anders sehe, warum ich denke, dass dieses Ende exakt das ist, was Danganronpa schon immer gemacht hat, nur endlich konsequent genug umgesetzt, um wirklich zu jedem durchzudrängen. Und wie ich mich durch genau das, was dieses Ende verkörpert, langsam aber stetig doch in Danganronpa verliebt habe. Darum soll es in dieser Analyse gehen. Da das Ganze viel zu umfangreich für ein einzelnes Video dieser Art wäre, teile ich es in zwei Teile auf. Im ersten betrachten wir, was mich am Ende des ersten Teils so sehr enttäuscht hat und wie sich meine Meinung über die Nachfolger hinweg langsam gewandelt hat, bevor wir im zweiten Teil das Ende von Danganronpa V3 ganz genau unter die Lupe nehmen. Falls es noch nicht offensichtlich war, dieses Video enthält Spoiler für alle 53 Teile der Danganronpa-Reihe. Das war gerade der erste. Los geht's. Beginnen wir direkt da, wo die große Enttäuschung begonnen hat, beim finalen Trial des ersten Teils. Dieser bestand aus zwei grundlegenden Hälften, mit welchen ich aus zwei sehr unterschiedlichen Gründen unzufrieden war. Die erste ist dabei der Reveal des Masterminds, welcher anhand eines recht gewöhnlichen Trials rund um den Mord an einer nicht identifizierbaren Leiche geschieht. Daran habe ich erstmal nicht viel auszusetzen. Wie gesagt, die eigentlichen Mordfälle hat das Spiel zum Großteil ziemlich gut gestaltet. Und das hat auch hier wieder geklappt. Das Problem ist allerdings, dass die Identität des Masterminds sich fast ausschließlich durch die Ermittlungen im letzten Kapitel erahnen lässt. Obwohl dieser ein Mysterium ist, welches bereits seit Anbeginn des Spiels im Raum steht und somit eben nicht auf dieses letzte Kapitel beschränkt sein sollte. So ein Twist, welcher das gesamte Spiel betrifft, funktioniert nur richtig, wenn er vorher ausreichend foreshadowed wurde. Das sorgt zum einen dafür, dass man als Spieler das Gefühl bekommt, dass man selbst darauf hätte kommen können, und zum anderen dafür, dass man diesen Charakter beim Rückblick auf den bisherigen Spielverlauf nun hoffentlich in einem ganz anderen Licht sieht. Nun, zu behaupten, es hätte gar keine Andeutung gegeben, ist wohl etwas übertrieben. Im Verlauf des Reveals gibt es tatsächlich einen Flashback zu einer Stelle, die bereits zu Beginn des Spiels darauf hingedeutet hat. Während der Vorstellungsrunde im Prolog sprechen wir das erste Mal mit der Zwillingsschwester des Masterminds, welche sich als eben diese ausgegeben hat. Das Mastermind selbst, Junko, ist ein bekanntes Model, welches auch unser Protagonist bereits kennt. Tatsächlich fällt ihm auf, dass sie nicht ganz so wie in den Magazinen aussieht, worauf sie nur antwortet, dass diese stark nachbearbeitet sind. Das ist alles. Oh ja, verdammt, da hast du mich jetzt Spiel. Boah, komm ich mir jetzt dumm vor, weil ich diese eine Zeile 30 Minuten nach Starten des Spiels, bevor ich überhaupt wusste, worum es geht, bevor ich wusste, dass es ein Mastermind gibt, bevor ich wusste, dass ich gezwungen werde, an einem Killing Game teilzunehmen, nicht direkt den Grund und Boden analysiert habe und somit leider nicht kommen sehen habe, wer das Mastermind ist. Und nicht nur auf dieser Ebene versagt der Twist meiner Meinung nach. Es hätte ja immerhin sein können, dass ich diesen Charakter jetzt zumindest rückblickend aus einem anderen Blickwinkel betrachten kann. Tja, zum einen ist Junkos Zwillingsschwester noch im ersten Kapitel gestorben, sodass ich quasi schon vergessen habe, dass sie je existiert hat. Junko selbst hingegen tauchte vor dem letzten Trial nicht mal im Spiel auf.
Somit bin ich nicht überrascht, dass diese Person, der ich die ganze Zeit über vertraut habe, doch tatsächlich das Mastermind ist. Sondern denke mir einfach nur, okay, dann ist das jetzt halt so. Um an dieser Stelle mal ein Beispiel zu nennen, in dem ein vergleichbarer Twist wundervoll gelöst wurde. Und keine Sorge, kein Spoiler. In Nier Automata bringen wir am Ende die wahre Identität eines Charakters in Erfahrung, was dafür sorgt, dass wir ein vollkommen verändertes Verständnis für sämtliche seiner Handlungen erhalten. Dieser Twist erklärt die Motivation hinter so ziemlich jeder einzelnen Zeile, welche dieser Charakter mit einem anderen gesprochen hat. Jedes Gespräch zwischen den beiden erhält plötzlich eine vollkommen neue Bedeutung, ohne dass diese vorher so verdächtig gewirkt hätten, dass es offensichtlich war. Das ist gutes Foreshadowing. Es verrät nicht einfach die Lösung, aber es deutet sie so stark an, dass man im Nachhinein das Gefühl hat, dass man von selbst darauf hätte kommen können. Und damit kommen wir zur zweiten Hälfte des Trials, in welcher es um die gesamte große Wahrheit geht. Wieso sind wir hier? Wieso spielen wir dieses Killing Game und was ist mit der Außenwelt? Hier wird deutlich, dass den Writern eigentlich doch bewusst war, dass ein gutes Mystery dann funktioniert, wenn man bereits im Verlaufe der gesamten Handlung kleine Hinweise verstreut. Nur leider haben sie die Hinweise eher in einen Eimer gegossen und dem Spieler ins Gesicht gekippt. Ich meine im Ernst, ich kann mir wirklich nicht erklären, wie es Leute geben kann, die den Großteil der Twists nicht schon mindestens 20 Stunden vorhersehen konnten. Wie, wir sind ja eigentlich schon zur Schule gegangen und waren befreundet, haben dann aber unser Gedächtnis verloren? Nee, auf die Idee wäre ich nie gekommen, nachdem wir bereits im zweiten Kapitel einen verstaubten Brief gefunden haben, der davon berichtet, dass Hope's Peak, die Schule, in der wir uns befinden, geschlossen werden musste, oder als wir später haufenweise Bilder gefunden haben, auf denen wir uns gemeinsam in der Schule sehen. Es macht mich beinahe aggressiv, wie die Charaktere im letzten Trial immer noch davon überrascht sind. Dasselbe gilt dafür, dass die Außenwelt natürlich ziemlich im Eimer ist oder dass das ganze Killing Game im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Oh, welche Überraschung. Das hätte ich wirklich nicht erwartet, nachdem es uns bereits mehrfach quasi wortwörtlich gesagt wurde. Natürlich gibt es jeweils mehr oder weniger kleine Fragen, die dazu bestehen bleiben. Und auf genau die bekommen wir letztendlich auch immer noch keine Antworten. Wie genau wurden unsere Erinnerungen gelöscht? Tja, das ist doch jetzt wirklich nicht so wichtig, oder? Wieso wird das Ganze im Fernsehen ausgestrahlt? Verzweiflung. Ich will, dass alle Menschen verzweifeln, so wie die Spieler es gerade tun, weil ich wortwörtlich nichts außer Verzweiflung als Begründung für absolut alles verwende. Was genau ist nun diese Tragödie, die die Welt so sehr den Bach runtergehen lassen hat? Na, die Tragödie war echt tragisch und voller Verzweiflung und jetzt sind alle verzweifelt. Das ist mein vollkommener Ernst. Alle Fragen, die übrig bleiben, werden in etwa genau so erklärt. So finden wir am Ende eigentlich gar nichts heraus, außer jemand lässt sich von den Twists, die es denn gab, wirklich noch überraschen, was ich mir aber nur dadurch erklären kann, dass diese Person die Hälfte der Dialoge übersprungen hat. Und so wurde ich am Ende voll und ganz enttäuscht zurückgelassen. Naja, voll und ganz ist vielleicht übertrieben, wie gesagt. Ich hatte vor allem mit den Mordfällen durchaus Spaß, nur hat dieses Ende trotzdem einen unfassbar faden Beigeschmack bei mir hinterlassen, welchen Danganronpa 2 zum Glück ziemlich schnell wieder wegspülen konnte. Noch im ersten Kapitel gibt es ein Comedy-Segment, bei welchem das Spiel uns so gut wie alles verrät, was wir am Ende des ersten Teils erfahren haben. Wobei es sich zusätzlich darüber lustig macht, wie klischeebehaftet diese Twists doch sind und wie lächerlich es wäre, sich sowas bis zum Ende des Spiels aufzuheben. In diesem Moment dachte ich, danke, Sie wissen genau, wie dämlich und offensichtlich dieses Ende war. Und auch wenn es bereits im ersten Teil den ein oder anderen kleinen Meta-Joke gab, hier sind sie an jeder Ecke und verdeutlichen immer wieder, dass sich das Spiel absolut nicht selbst ernst nimmt. Das Ende hat mich hier dann zwar immer noch nicht mit seinen Twists umgehauen und bestand wieder aus einigen Aspekten, die ich bereits seit Anbeginn des Spiels vorhersehen konnte, aber insgesamt hat es zum einen doch wesentlich mehr Sachen zu bieten, die ich so nicht erwartet hätte, und zum anderen macht es wesentlich deutlicher, dass es vollkommen absichtlich mit dummer Scheiße um sich wirft und viele der Plotpunkte wortwörtlich damit begründet, dass das Ganze ein Spiel ist. Damit ist zwar im Zuge der Story nur gemeint, dass sich das ganze Killing Game diesmal in einer Simulation innerhalb der Welt des ersten Teils abspielt, aber trotzdem zwinkert es dem Spieler immer wieder zu, hey, ich weiß, dass ich nur ein Spiel bin und du weißt das auch, also nimm das Ganze doch bitte einfach nicht so ernst, okay?
Und damit kommen wir endlich zu Danganronpa 3, welches, nachdem die Story der Vorgänger mit dem Anime Danganronpa 3 abgeschlossen wurde, nun als vollkommenes Reboot beworben wurde. Dieser ist mein absoluter Lieblingsteil der Reihe und das nicht nur, weil ich das Ende voll und ganz liebe. Die Charaktere, die sich übrigens auch im zweiten Teil bereits in Bezug auf Komplexität und Sympathie gesteigert haben, sind zwar immer noch sehr auf ihre Tropes konzentriert, aber trotzdem mit Abstand die besten der Reihe. So machen sie alle im Laufe der Story, jedenfalls solange sie über genug Kapitel hinweg überleben, mehr oder weniger starke Entwicklungen durch und haben komplexere Beziehungen zueinander als je zuvor. Dass die Mordfälle, Motive und das Design der Umgebung zu großen Teilen auch an Kreativität zugenommen haben, wird nur noch weiter von der wunderschönen Optik des Ganzen unterstrichen. Aber um all das soll es hier nicht gehen. Es soll darum gehen, wie sehr das Meta-Commentary diesmal im Vordergrund steht und wie kreativ es umgesetzt wurde. Darum, wie Lügen als Kernthematik genutzt werden, um mit Erwartungshaltung zu spielen, und darum, wie das Spiel auf Grundlage dessen zwei unabhängige Erzählungen in sich vereint und diese Handlungsdualität nutzt, um mit seinem Ende dem Spieler die Irrelevanz der Differenzierung zwischen Wahrheit und Lügen in Fiktion näher zu bringen. Etwas, was auch die Vorgänger bereits versucht, aber nie so sehr auf den Punkt gebracht haben. Eine der größten Veränderungen, die dieser Teil als Reboot mit sich brachte, war es, dass die Kernthematik nun nicht mehr länger der Kampf zwischen Hoffnung und Verzweiflung, sondern der zwischen Wahrheit und Lügen ist. In einer Murder-Mystery-Story, in welcher das Finden des jeweiligen Mörders in einer Gruppe von vermeintlichen Freunden im Vordergrund steht, klingt dies natürlich erstmal ziemlich offensichtlich, schließlich gibt es mehr als genug Gründe, um seine Mitmenschen zu belügen, wenn das eigene Leben auf dem Spiel steht. Was hier allerdings aus dieser eigentlich simplen Thematik gemacht wird, auf welchen Ebenen sie genutzt wird, das ist meiner Meinung nach absolut genial. Dies beginnt bereits mit dem ersten Mord, welcher auch tatsächlich von der Protagonistin selbst ausgeübt wurde. Ein solcher Twist ist nicht alleine durch KIA des Lüge möglich, sondern auch durch Lügen im Marketing und den inneren Monologen im Spiel selbst. Das Marketing hat offensichtlich insofern gelogen, als dass Kaede, welche als Protagonistin beworben wurde, nun in Wirklichkeit bereits im ersten Kapitel stirbt und gegen Shuichi ersetzt wird. Hätte man bereits vorher gewusst, dass man über den Großteil des Spiels hinweg Shuichi spielen wird, hätte das alles natürlich niemals funktioniert. Dann kommt natürlich noch obendrauf, dass wir die Täterin selbst gespielt haben und dadurch die ganze Zeit über dabei waren, während sie den Mord geplant, vorbereitet und ausgeführt hat. Dabei hat uns das Spiel zwar nicht direkt belogen, aber es hat die inneren Monologe und Beschreibungstexte bewusst so vage formuliert, dass sie erst einmal nicht besonders verdächtig wirken, aber wenn man genau darauf achtet, trotzdem klar wird, dass hier irgendwas nicht richtig ist. Mit einem so innovativ umgesetzten Twist, welcher etwas vollkommen Neues für Danganronpa ist, legt das erste Kapitel die Messlatte bereits ziemlich hoch, wodurch meiner Meinung nach nur wenige Passagen des restlichen Spiels mit dieser mithalten können. Trotzdem schafft es Danganronpa 3 immer wieder mit Erwartungshaltungen zu spielen, wobei es insbesondere von seiner Rolle als indirektes Sequel profitiert. Als mein wohl liebstes Beispiel möchte ich dafür den Umgang des Spiels mit Kaito während des zweiten Kapitels heranziehen, welchen ich als direkte Spiegelung der Ereignisse rund um Mondo und Taka im zweiten Kapitel des ersten Teils sehe. Diese haben sich von vornherein nicht sonderlich gut verstanden, was eines Abends eskaliert, als unser kleines Hoffnungsbündel Makoto die Dining Hall betritt und als Schiedsrichter in einen Wettkampf der Männlichkeit involviert wird. Welcher der beiden hält es wohl länger in der Sauna aus? Tja, und am nächsten Morgen waren sie dann plötzlich die besten Freunde, haben sich gegenseitig nur noch mit Bro angesprochen. Doch dieses Glück konnte natürlich nicht lange halten. Mondo wurde zum nächsten Mörder und damit schon bald exekutiert. Nun, was hat das alles mit Kaito zu tun, mögt ihr euch vielleicht fragen. Sagen wir, er hat eine ähnliche Entwicklung mit uns, Shuichi, durchgemacht. Anfangs war er uns gegenüber noch ziemlich negativ eingestellt, hauptsächlich da wir uns seiner Ansicht nach nicht männlich genug verhalten haben, was ihn vor allem so sehr stört, weil Kaede uns damit vertraut hat, dass wir die Wahrheit finden werden und das Killing Game somit beenden. Der Wendepunkt dieser Beziehung ging somit auch aus sehr ähnlichen Gründen wie bei Taka und Mondo hervor. Wir stellen uns zwar keinen Wettkampf, dafür bringt Kaito uns schon bald dazu, regelmäßig mit ihm zu trainieren, um an unserer mangelnden Stärke zu arbeiten, wobei es nicht lange dauert, bis er uns auch tatsächlich Bro nennt. Ich meine, kommt schon. Ihr wollt mir doch nicht wirklich sagen, dass das keine offensichtliche Anspielung an dasselbe Kapitel des ersten Teils ist. Und was soll uns das sagen? Natürlich, dass Kaito genau wie Mondo nicht mehr sonderlich lange überleben wird. Dass das definitiv beabsichtigt und keine Wahnvorstellung meinerseits ist, verdeutlicht das Spiel dadurch, dass es nur so mit Deathflex für ihn um sich wirft. Nachdem wir an einem Abend nicht dazu kamen, mit ihm zu trainieren, denkt Shuichi sich nur, ach ja, dann halt morgen wieder, ist ja nicht so, als würde ich ihn nie wieder sehen. Als wir uns wie geplant mit allen in der Turnhalle treffen und Kaito noch fehlt, fragt sich Shuichi, wo er bleibt, ob nicht vielleicht etwas passiert ist.
Kommt schon, wie kann ich hier denn nicht befürchten, dass Kaito drauf geht? Die Writer haben hier so sehr mit der Erwartungshaltung des Spielers gespielt, gerade im Hinblick auf die Vorgänger, nur um sie dann natürlich komplett zu brechen und Kaito am Leben zu lassen. Momente wie dieser sind, wenn auch oftmals in kleinerem Ausmaße, keine Seltenheit. Doch keiner davon kommt ansatzweise an das ran, was das Spiel gegen Ende auffährt. Damit wir da so langsam ankommen, springen wir ins 5. Kapitel, in dem die Story rund um Danganronpa V3 aufgelöst wird. Kokichi enthüllt sich als das Mastermind, was zwar auf der einen Seite eine ziemlich offensichtliche Wendung ist, da es sowohl viele Hinweise darauf gab, als auch durch die einfache Tatsache, dass er sehr offensichtlich als durch und durch böse dargestellt wurde. Was es auf der anderen Seite aber auch direkt wieder viel weniger offensichtlich macht, da wohl die wenigsten damit gerechnet haben, dass der offensichtlich böse Charakter auch tatsächlich das Mastermind ist. Dieser fährt fort, indem er uns nach und nach erklärt, was mit der Außenwelt passiert ist, wer wir sind, warum wir hier sind und wieso wir dieses Killing Game überhaupt spielen. Alles Sachen, auf die es hauptsächlich durch die Flashback-Lights, welche uns kleine Einblicke in Ausschnitte unserer verlorenen Erinnerungen gewährt haben, bereits viele Andeutungen gab, die bisher allerdings allesamt zu wenig Kontext bekommen haben, als dass man sie sich ohne Probleme hätte zusammenpuzzeln können. Mit anderen Worten, auch wenn die Auflösung nicht unbedingt atemberaubend ist sie trotzdem mindestens genauso befriedigend wie die der Vorgänger und wurde dabei auch noch wesentlich besser im Verlauf des Spiels angedeutet. Und damit hört es noch nicht einmal auf. Zurück in der Schule finden wir eine weitere Flashback-Light, welche uns erklärt, inwiefern das alles mit den Vorgängen zusammenhängt. Warte mal, sollte das Spiel nicht ein Reboot sein? Eine weitere Lüge des Marketings und zumindest für Leute, die eben dieses mitbekommen haben, jetzt ein wirklich überraschender Twist. Meiner Meinung nach hätte das Spiel hier ohne Probleme enden können. Es wäre kein Meisterwerk in Sachen Storytelling gewesen, klar, aber das war Danganronpa nie. Und natürlich, einige Fragen bleiben noch offen, aber bei weitem weniger als noch im ersten Teil, also wäre auch das nicht allzu überraschend gewesen. Ich habe meinen Spaß gehabt, einige interessante Mordfälle gelöst und viele schöne Charakterentwicklungen miterlebt. Das Mastermind hat sich offenbart und die über das Spiel verstreuten Puzzlestücke wurden zusammengesetzt. Doch dann ist mir wieder eingefallen, dass ich es mitten im 5. Kapitel stecke und das 6. erst noch vor mir habe. Und das, was da passiert, verdient meiner Meinung nach ein eigenes Video. Ich hoffe, die Analyse hat euch bis hierher gefallen, aber bevor ihr abhaut, noch eine Kleinigkeit. Diese geskripteten Videos sind fucking viel Arbeit. Damit sich das Ganze also lohnt, versuche ich jetzt endlich mal meinen Twitter-Account aktiver zu nutzen und eben diese Videos dort zu posten. Wenn sie euch also gefallen und ihr mich ein wenig unterstützen wollt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir dort folgen könntet und bestenfalls die jeweiligen Videos teilt. So haben zukünftig unter Umständen mehr Leute, die an solchen Videos Interesse haben könnten, auch die Chance dazu, sie zu finden. So oder so, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum 2. Teil meiner Danganronpa-Analyse.